Hallo, ich bin Sebo, ich zeige euch mein Meisterstück. Hier steht mein Meisterstück, das nennt man Sideboard. Besonders bei meinem Meisterstück, es war die Formverleimung, dass beide Seiten soll auf meine Wunschrunde sein und die Fußgestell. Ich habe das entschieden, dass die Fußgestell auf zwei Seiten Schräge haben und auch die Schubkästen sind schräg. Das heißt, wenn man aufmacht, dann sieht man von Seiten, dass die Schubkasten steht obere schräg nach innen und untere ist verriegelt mit extra Schließsystem. Das steht hier da drinnen, das muss man Hebel hochheben und untere Schubkasten springt automatisch nach vorne. Die Seiten ungefähr so ab 40 cm sind Biege-MDF benutzt und in der Mitte sind flach. Jetzt erkläre ich euch, wie ich meinen Korpus gemacht habe. Der Biege-MDF, es ist eigentlich MDF-Platte, das geriegelt ist und das kann man einfach so biegen. Und das habe ich auf meine Wunschform verleimt. Das ist ein Beispiel, Muster, Schablone, das was ich gebaut habe. Und das, die Biege-MDF dreilagig, habe ich einfach drauf gespannt haben. Danach, nach zwei Formen, habe ich in der Mitte normale 16 mm MDF genommen und die zwei Runden zusammen verleimt. Das ist nicht so einfach zu biegen, aber mit Mittelwände wird noch stabiler. Schwierigkeit bei Türen war auch bei mir so gewesen, dass musste ich alles erstmal für jede Tür eine Schablone bauen und danach mit Oberhandfräse bündig fräsen. Das heißt, die Schablone, da wo die Laufring ist und die Tür unter der Schablone, Beispiel hier, genauso wie Schablone habe ich das komplett gefräst. Und meine Griefen sind in Türen oder Schubkasse Vorderstück gefräst. Das heißt, ich habe keine extra Griefen, sogar die Griefen sind in meine Türen drinnen. Holz ist ein Naturprodukt und sieht man nicht, wie es sieht aus in Holz drinnen. Das muss man erstmal bearbeiten, schneiden, gucken, bis das die richtige gewünschte Form oder Bild haben. Deswegen habe ich die mehrere Bohle gekauft, bis ich die richtige ausgesucht habe und zusammen verleimt. Das nennt man beim Meisterstück der optische Fehler, wenn man viel Spiegelholz drin haben. Die Korpus habe ich erstmal das gespachtelt, geschliffen, zweimal mit Isolierfüller, das ist spezielle Lack, das isoliert und füllt die kleinen Löcher, Kratzer. Danach habe ich zweimal schwarz lackiert. Bei jedem Vorgang muss ich das zwischenschleifen. Und die letzten zwei Schichten habe ich mit tiefmatt lackiert. Bei Lackieren so ein bisschen Gefühl haben, weil Lack ist ein flüssiges Material und muss man mit Gefühl einfach sauber lackieren, wenn sonst das läuft alles runter. Und deswegen, ich habe gedacht, dass dieses Gefühl habe ich und das mache ich mein Teil von meinem Meisterstück mit Lack.
es ist so, der untere Schubkasten kann man nicht so einfach aufmachen, es ist verriegelt. Das geht man in rechte Tür, macht man auf. Da drin ist es kleine Hebel aus Messing, das muss man kurz hochheben und durch die Federung springt untere Schubkasten nach vorne. Die sind die spezielle Federung, die sind aus VW Käfer, das habe ich ausgesucht, weil wenn man das zusammendrückt, braucht weniger Platz als die normale Feder. Das sammelt sich zusammen in einer Linie. Schiebe ich das einfach meine Schubkasten zurück und verriegelt das automatisch. Also wollte ich euch auch zeigen, die Verbindung bei Schubkasten, Schwalbenschwanzverbindung, das habe ich auch alles per Hand gemacht. Erstmal ja natürlich mit Japanersäge gesägt und mit Stehmeisen, das habe ich alles rausgestemmt. Das war ein bisschen Arbeit, aber es muss ganz sauber aussehen. Schwierigkeit war auch die Fußgestell, weil ich wollte, dass die Fußgestell in zwei Richtungen zwei Schräge haben. Das heißt, wenn man von vorne sieht, das hat 13 Grad Schräge und von den Seiten hat 5 Grad Schräge. Und für die Fußgestell habe ich die traditionelle Schlitzapfenverbindung benutzt. Bei Verbindung untere Kante und obere Kante bleibt wie bei Stieg gerade, parallel mit Boden, aber die Seiten sind schräg wie bei Fußgestell. Das heißt, die haben seitlich 5 Grad. Das sind die Schwierigkeiten bei Fußgestell, bei zwei Seiten schräge. Also, das ist Schmiege, das ist eine typische Schreinerwerkzeug. Das habe ich bei meinem Meisterstück zu bauen sehr benutzt. Das habe ich dran gehalten, bei unterer Stiege habe ich festgespannt. Dann wusste ich, wie kann ich die obere Teil schneiden, auf welche Grad. Das habe ich auf meine Schmiege. Meine Meinung für bessere Optik, schöne Fläche, lieber mit Hand schleifen. Ich schleife gerne per Hand. Ich habe meine Meisterstück komplett mit Hand geschliffen. Handarbeit, es ist immer meisterlicher als die maschinelle, weil maschinelle kann jeder einfach auf die Knopf drücken oder einfach festhalten, aber die Handarbeit, das muss man wissen, wie ist das, welche Richtung muss ich schleifen, welche Körner soll ich benutzen. Ja, das einfach ist mehr Aufwand und deswegen dafür muss man mehr Ahnung haben. Wenn ein Schreiner Möbel baut, dann versucht so gut wie möglich schleifen. Gut wie möglich ist es so, dass immer mit grobe Schleifpapier, so wir benutzen immer so 80er, das die grob wegschleifen, danach geht man immer so auf feine Schleifpapier. Danach ist es 100, 120er und 150er, es ist schon sehr gute Oberfläche. Aber bei industriellen Herstellern, die schleifen einfach durch die Maschine einmal durch, ist egal welches Schleifpapier, Hauptsache es ist geschliffen, das steht im Anleitung, es ist geschliffen. Und das merkt man, den Unterschied zwischen Handschleif oder so einzelne Stück zu bauen, als die industrielle Stück zu bauen. Ich wollte Anfang an, dass meine Meisterstück nicht maschinell bauen, sogar mit Hand. Wir haben sogar im Betrieb so CNC-Maschine. Das kann vieles machen,
aber ich wollte das gerne mit so viel wie möglich mit Hand machen. Also das habe ich keine CNC-Maschine benutzt, aber so kleine Handmaschine, Beispiel die Cobra-Handfräse, habe ich gerne benutzt, weil sonst Runden mit Säge, das wird ganz schlecht und dauert länger. Und deswegen wollte ich als Handarbeit das benähen. Also für mein Stück habe ich 4 Wochen gebraucht, das zu fertigen. Und jeden Tag habe ich ungefähr 8 Stunden dran gearbeitet. Das war mein Meisterstück. Ich hoffe, euch hat gefallen. Habt ihr auch Meisterstück gebaut? Dann schreibt ihr bitte in den Kommentar.